Ich hasse Papiere. Ich hasse Excel. Lukas, hilf mir. Mein Kopf tut weh. Guten Morgen, Anna. Was machst du da? Du siehst sehr gestresst aus. Ich mache die Steuererklärung. Das ist so langweilig. Es ist grausam. Steuern sind wichtig, Anna, aber ja, es ist nicht sehr spannend. Willkommen beim Learn German Podcast. Ich bin Lukas. Und ich bin Anna. Ich will nicht mehr am Computer sitzen. Ich möchte etwas anderes machen. Heute sprechen wir über ein tolles Thema. Wir sprechen über Arbeit, aber nicht über langweilige Arbeit. Wir sprechen über den Traumjob. Klingt gut, Lukas. Was ist ein Traumjob? Gibt es das wirklich? Ein Traumjob ist eine Arbeit, die man liebt. Man arbeitet nicht nur für Geld, man arbeitet mit Leidenschaft. Arbeit, die Spaß macht? Arbeit ohne Excel? Das klingt wie ein Märchen. Nein, Anna, das ist möglich. Viele Menschen haben einen Traumjob. Wir müssen nur wissen, was wir wollen. Lass uns träumen, Lukas. Ich bin bereit. Fassen wir die Vokabeln zusammen. Es gibt viele Berufe. Achtung, in Deutschland gibt es immer eine männliche und eine weibliche Form. Okay, das ist wichtig. Der Lehrer, Der Lehrer. die Lehrerin, Der Lehrer. Die Lehrerin. der Arzt, Der Arzt. die Ärztin, Der Arzt. Die Ärztin. der Verkäufer, Der Verkäufer. die Verkäuferin. Die Verkäuferin. Gibt es auch spannende Berufe? Ja, der Pilot, die Pilotin, der Künstler, die Künstlerin, der Schauspieler, die Schauspielerin. Liebe Zuhörer, sprecht mir nach. Der Schauspieler, die Schauspielerin, der Pilot, die Pilotin. Wenn wir über unseren Traumjob sprechen, brauchen wir ein spezielles Verb. Das Verb heißt werden. Ich möchte Millionärin werden. Das ist kein Beruf, Anna, das ist ein Zustand, aber die Grammatik ist perfekt. Ich möchte plus Beruf plus werden. Okay, ich möchte Schauspielerin werden. Sehr gut. In Deutschland sagen wir keinen Artikel vor dem Beruf. Falsch, ich bin ein Lehrer. Richtig, ich bin Lehrer. Ich bin Lehrer. Ich möchte Lehrer werden. Kein ein oder eine. Verstanden. Warum möchtest du Schauspielerin werden, Anna? Weil der Job sehr kreativ ist. Und er ist spannend. Ich liebe es, Emotionen zu zeigen. Aber der Job ist auch anstrengend. Man muss viel Text lernen. Das ist mir egal. Es ist besser als Büroarbeit. Büroarbeit ist langweilig. Hier sind 4 wichtige Adjektive. Sprecht nach. Kreativ. Spannend. Anstrengend. Langweilig. Wir spielen ein kleines Spiel. Ich nenne eine Eigenschaft, du nennst einen Beruf. Ich bin bereit. Ich arbeite gerne mit Tieren. Ich möchte Tierärztin werden. Ich arbeite gerne mit Holz und baue Häuser. Ich möchte Tischlerin werden. Ich helfe kranken Menschen im Krankenhaus. Ich möchte Krankenschwester werden. Super, du kennst viele Berufe.
Lukas, wir müssen über etwas Wichtiges sprechen. Das Geld. Das Gehalt. Ja, das Gehalt ist wichtig. Aber ist es das Wichtigste? Für mich? Nein. Ich verdiene lieber etwas weniger Geld, aber ich bin glücklich. Was ist mit dir? Ich brauche genug Geld für meine Miete und für gutes Essen. Aber ein hohes Gehalt mit viel Stress? Nein, danke. Wir lernen 2 Gegensätze. Viel Geld verdienen, wenig Geld verdienen. Und das Wichtigste, Spaß bei der Arbeit haben. Anna, wo möchtest du an deinem perfekten Tag arbeiten? Möchtest du drinnen oder draußen arbeiten? Wenn die Sonne scheint, möchte ich draußen arbeiten, als Gärtnerin. Aber im Winter möchte ich drinnen arbeiten, im Warmen. Das Leben ist kein Wunschkonzert, Anna. Du musst dich entscheiden. Dann drinnen. Ich hasse Kälte. Noch eine Frage. Arbeitest du lieber alleine oder im Team? Im Team. Ich liebe Menschen. Ich brauche nette Kollegen. Wir trinken zusammen Kaffee, wir lachen. Das ist schön. Ich arbeite oft gerne alleine. Dann kann ich mich besser konzentrieren. Ich brauche Ruhe. Liebe Zuhörer, was mögt ihr? Sprecht den Satz laut. Ich arbeite gerne im Team. Ich arbeite gerne alleine. Weißt du, Lukas, als ich ein kleines Mädchen war, hatte ich viele Träume. Was wolltest du werden, Anna? Warte, Lukas, bevor ich antworte. Wir benutzen jetzt die Vergangenheit, das Präteritum, richtig? Ganz genau. Wir sagen nicht, ich will werden, wir sagen, ich wollte werden. Ich wollte werden. Du wolltest werden. Er wollte werden. Sie wollte werden. Also, Anna, was wolltest du als Kind werden? Ich wollte Prinzessin werden, mit einem großen Schloss und vielen Pferden. Prinzessin ist leider kein normaler Beruf in Deutschland. Das ist sehr schwer zu finden. Ja, das habe ich mit 10 Jahren auch gemerkt. Dann wollte ich Astronautin werden. Ich wollte zum Mond fliegen. Und du, Lukas? Du warst bestimmt ein sehr ernstes Kind. Wolltest du Buchhalter werden? Nein, ich war nicht langweilig. Ich wollte Erfinder werden. Erfinder? Das ist cool. Was wolltest du erfinden? Ich wollte eine Maschine bauen, eine Maschine, die Hausaufgaben macht. Ich habe Mathematik gehasst. Eine Hausaufgabenmaschine. Das ist der Traum von jedem Schüler. Warum hast du sie nicht gebaut? Weil ich in Physik und Mathematik zu schlecht war. Meine Maschine hat nie funktioniert. Deshalb bin ich jetzt Podcaster. Das ist sicherer. Liebe Zuhörer, üben wir das Präteritum. Ich nenne einen Beruf. Ihr sagt, als Kind wollte ich Beruf werden. Polizist. Als Kind wollte ich Polizist werden. Feuerwehrmann. Tierarzt. Als Kind wollte ich Tierarzt werden. Anna, schließ die Augen. Ich erzähle dir eine Geschichte über den Traumjob. Es ist die Geschichte von Felix. Ich liebe Geschichten. Ich höre zu. Felix war 40 Jahre alt. Er arbeitete in einer Bank. Er hatte viel Geld. Er hatte ein schickes Auto. Er trug jeden Tag einen Anzug. Das klingt nach einem guten Leben. Ja, von außen sah es gut aus. Aber Felix war nicht glücklich. Seine Arbeit war langweilig. Jeden Tag Zahlen, jeden Tag Computer. Sein wahrer Traum war etwas ganz anderes. Was war sein Traum? Wollte er Astronaut werden wie ich? Nein, er liebte Brot, er liebte Kuchen, er wollte Bäcker werden. Aber alle seine Freunde sagten, Felix, du bist verrückt, du verdienst in der Bank so viel Geld. Die Freunde verstehen seine Leidenschaft nicht. Genau.
Eines Tages wachte Felix auf. Er schaute in den Spiegel und sagte, das Leben ist zu kurz für einen Job, den ich hasse. Felix kündigte seinen Job. Er ging in eine kleine Bäckerei. Er lernte alles über Mehl und Hefe. Er stand jeden Morgen um 3 Uhr auf. Es war sehr anstrengend. Um 3 Uhr? Das ist hart. Hat er es bereut? Nein, niemals. Heute hat Felix seine eigene kleine Bäckerei. Er verdient weniger Geld als in der Bank. Aber wenn er den Duft von frischem Brot riecht, dann lächelt er. Er hat seinen Traumjob gefunden. Das ist eine wunderschöne Geschichte, Lukas. Sie macht Mut. Ja, die Lektion ist, es ist nie zu spät. Man kann seinen Traumjob immer finden. Man braucht nur Mut. Lukas, die Geschichte hat mich inspiriert. Ich höre auf mit der Steuererklärung. Ich suche mir jetzt meinen Traumjob. Das ist super, Anna. Aber wie machst du das? Was brauchst du? Ich brauche eine Bewerbung. Ich muss einen Lebenslauf schreiben. Und dann gehe ich zu einem Vorstellungsgespräch. Ganz genau. Und im Vorstellungsgespräch sagst du, ich bin kreativ, ich arbeite gerne im Team. Und ich sage, ich möchte diesen Job, weil er mein Traumjob ist. Fassen wir die wichtigsten Wörter für unsere Zuhörer zusammen. Der Traumjob. Ich möchte werden. Spannend. Anstrengend. Das Gehalt. Die Kollegen. Als Kind wollte ich. Liebe Zuhörer, jetzt seid ihr dran. Das ist eure Hausaufgabe für heute. Nehmt ein Stück Papier und einen Stift. Schreibt über euren Traumjob auf Deutsch. Was ist euer Traumjob? Warum ist es euer Traumjob? Arbeitet ihr drinnen oder draußen? Arbeitet ihr alleine oder im Team? Und denkt an die Vergangenheit. Schreibt auch einen Satz. Als Kind wollte ich Beruf werden. Macht Fehler, das ist egal. Hauptsache, ihr sprecht und schreibt. Vielleicht seid ihr schon in eurem Traumjob. Dann herzlichen Glückwunsch. Danke fürs Zuhören. Glaubt an eure Träume und arbeitet hart. Bleibt gesund, lernt fleißig und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wir hören uns nächste Woche. Auf Wiedersehen.